Ladies and Gentlemen, mein heutiger Gast ist eine 21-jährige BWL-Studentin aus München. Schiele gehört zu den Rising Stars der Content-Creator-Szene in Deutschland. Sie ist auf allen gängigen Social-Media-Plattformen vertreten und hat vor kurzem die erste Million an Followern auf TikTok geknackt. Was sie unterscheidet, ist ihre nahbare Down-to-Earth-Art. Meine kleine Schwester hat mal gesagt, sie ist ihre Comfort-Person im Feed. Und ich vermute, dasselbe gilt für sehr, sehr viele Teens, die ihr folgen. Neben den ganzen Highlights eines Content-Creator-Lebens lässt sie tief einblicken, geht super ehrlich mit Emotionen um und vor allem kompromisslos offen mit ihrem Glauben. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son. Herzlich willkommen bei The Art of Being Human. Schiele, es ist mir eine Ehre, mit dir die allererste Folge aufnehmen zu dürfen. Danke für deine Zeit. Deinen direkten Support auch von Anfang an, als ABH noch nur ein Gedanke war. Und auch einfach die Offenheit, über dieses Thema zu sprechen. Bevor wir loslegen, ich will noch ganz kurz was loswerden. Und zwar, du bist wirklich eine beeindruckende junge Frau. Voller Energie, Lebensfreude und vor allem Leichtigkeit, die ansteckt. Und ich glaube, nicht nur online wirkst du authentisch, warm, sondern ich glaube, dass du wirklich für dein unmittelbares Umfeld auch eine Comfort Person bist. Und du kreierst für die junge Generation nicht nur Hype, sondern ich glaube wirklich Mehrwert. Und ich bin gespannt auf das, was kommt, auf deine Zukunft, auf die nächsten Schritte. Ich habe vorhin schon was gehört, darf man das sagen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, okay, dann vergesst es. Aber da kommt auf jeden Fall was auf euch zu. Schiele, hi. Hi, das war so süß. Yes, vielen Dank, wie gesagt, dass du hier bist. Magst du uns erzählen, wo beginnt deine persönliche Story? Stell dich einfach mal ganz kurz selbst vor. Also ich heiße Schiele, ich bin 29. Wie du gesagt hast, ich studiere BWL noch nebenbei. Also selbst meine Freundinnen sagen immer, die vergessen, dass ich noch Studentin bin. Ich vergesse das manchmal selber. Es gibt immer so Phasen, ich mache was für die Uni und dann mache ich so ein paar Wochen gar nichts. Dann muss ich mich wieder dran erinnern. Und wie heißt der Studiengang eigentlich richtig nochmal? Warte kurz. Digitales Marketing und Kommunikationsmanagement. Ich habe davor BWL studiert, aber es klingt immer so fancy und lang und ich vergesse es selber, deswegen sage ich immer BWL einfach. Ich studiere auch schon viel zu lange. Ich hoffe, ich bin am Ende des Jahres fertig und habe meinen Bachelor. Let's go, du kriegst es hin. Ja, musste dafür auch meine Prioritäten verschieben. Und ansonsten, ich lebe in München, lebe auch noch zu Hause bei meiner Fam. Plane aber auszuziehen. Und genau, nebenbei mache ich ein bisschen Social Media und gehe viel in die Church. Ja, treffe ich mit Freunden. Nice. Bist du in Deutschland geboren, darf ich das fragen? Ja, ich bin in Deutschland im Dorf in Bayern geboren. Oh, okay. Tief in Bayern, oder was? In der Nähe von Roth-Hippolstein, das ist so in Nürnberg, so in der Gegend. Ja, also ich bin auch viel umgezogen. Meine ganze Fam lebt noch gefühlt so in Nürnberg-Gegend. Aber mittlerweile leben wir in München. Ja, krass. Magst du uns ein bisschen reinnehmen, wie deine Kindheit war? Bist du dort aufgewachsen oder seid ihr direkt nach München gezogen? Wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen? Wie ist die Familiensituation? Tell us. Also ich habe eine große Schwester und einen kleinen Bruder. Mein kleiner Bruder ist aber, ich glaube, 8-9 Jahre jünger auf jeden Fall. Also kam viel später. Ein kleiner, sehr, sehr großer Bruder. Ja, das ist einfach, die jüngsten Geschwister sind immer die größten. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist crazy. Aber naja. Und also meine Eltern hatten immer ein Restaurant schon gehabt. Auch schon vor meiner Geburt. Und die haben auch immer, also die arbeiten arbeiten Tag und Nacht, also 365 Tage im Jahr. Wir haben als Fam deswegen auch nie, keine Ahnung, Geburtstage, Weihnachten, Silvester gefeiert. Selbst ich habe auch in meiner ganzen Jugendzeit, ich habe an Silvester und Weihnachten, ich habe immer gearbeitet. Aber es war okay, weil es hat mir nicht gefehlt, weil also es klingt jetzt hart, aber weil ich es nie hatte so. Und meine Eltern waren so viel halt immer arbeiten, dass ich Nannies hatte. Ich glaube, ich habe auch 3, 4, 5 Nannies gehabt und die haben auch zum Teil bei uns wie so gelebt eigentlich. Und es war wie so meine Mutter für mich, nur ich nenne sie nicht Mutter. Aber meine Eltern haben denen schon so erlaubt, alles zu machen. Und genau, die haben mich sozusagen erzogen bis, ich weiß nicht, 12, 13 Mal, bis mein kleiner Bruder auch langsam so in die Grundschule kam. Da hat meine Mom so entschieden, okay, ich bleibe jetzt auch zu Hause. Und wir sind ziemlich viel umgezogen, ich glaube 7, 8 Mal damals. Weil meine Eltern halt immer so ein bisschen expandiert haben, auch mit dem Restaurant. Also die hatten, glaube ich, früher noch so ein ganz kleines und wir haben auch drüber gewohnt und dann haben die ein größeres gehabt und ein größeres und wir sind halt ziemlich viel umgezogen, meistens aber so in Bayern-Area geblieben.
Und wir haben schon mal in München gelebt, dann sind wir auch wieder woanders hingezogen. Und jetzt sind wir aber, also haben uns seit, ich glaube, über 10 Jahren jetzt an einem Ort gesettelt. So. Ja. Meine Eltern haben dieses Haus gekauft, wo wir als Familie zusammen leben. Und ich glaube, deswegen haben die auch so viel gehustelt. Ja, so. ja. Ich habe es denen nie übel eigentlich genommen. So als Kind fand ich es immer ein bisschen so, wow, meine Eltern sind irgendwie nicht meine Eltern oder so. Aber trotzdem meine Eltern. Aber ich weiß, dass sie es dafür getan haben, weil, keine Ahnung, meine Schwester und ich, wir haben uns so viel gestritten. Wir wollten unbedingt ein eigenes Zimmer haben und die haben alles dafür getan, damit die ein Haus kaufen Jetzt hat jeder konnten. sein eigenes Zimmer? Jetzt hat jeder Lebt sie noch Zimmer. zu Hause, oder? Ja, aber die lebt im Keller. Sie lebt im Keller? Ja, Ups. sie ist nach unten gezogen, weil sie wie so ihr eigenes Reich dort hat. Mit ihrem eigenen Bad. Crazy. Und ja. Wie viel älter ist sie als du? Sie ist nur 1,5 Jahre älter. Oh, okay. Genau. Und dein Bruder war? Der ist 14, das sind 9 Jahre, 8 Jahre, glaube ich, jünger. Genau. Okay, krass. Ja, erzähl gerne, wenn du magst, wie ist es gewesen für dich, so jetzt in der Reflexion als junger Erwachsener so, wenn du darüber nachdenkst, wie deine Kindheit war, wie die ganzen Umzüge, was für eine Auswirkung vielleicht auf dich hatten, wie es ist als Sandwich-Kind unter anderem, ja, in dieser Siblings-Dynamic. Genau, magst du gerne ein bisschen mehr darüber erzählen? Also ich habe auch ziemlich viel Kindergarten und Grundschule und so gewechselt. Das war für mich gar nicht so tricky, auch neue Freunde zu finden. Ich glaube, ich war immer relativ offen und nicht so schüchtern, deswegen hatte ich damit jetzt nicht so Probleme. Ich glaube, für mich war es eher schwierig, also ich musste meinem kleinen Bruder so voll viel miterziehen. So, meine Mama war halt arbeiten. Und ich war eigentlich wie so seine Mom. Ich glaube, er hat mich auch manchmal aus Versehen Mama genannt. So damals. Ich habe halt mit 9 Jahren oder so habe ich schon gelernt, Windeln zu wechseln, Fläschchen zu machen, ihn ins Bett zu legen und so. Krass. Und meine Kindheit, ich war immer von Montag bis halt Freitag in der Schule und habe halt Schulstuff gemacht. Ich war auch nicht so gut, ich hatte meine Schwierigkeiten auch mit der Sprache gehabt, weil ich ja zu Hause gar nicht Deutsch gesprochen habe. Und das heißt, du bist aber im Kindergarten auch nicht? Ja, mein kleiner Bruder auch, der hat erst im Kindergarten gelernt, Deutsch zu reden, weil keiner von uns mit ihm Deutsch geredet hat. So, er konnte kein Wort. Das war bei mir eigentlich genauso. Und am Samstag war ich in meiner chinesischen Schule. War ich auch potschlecht, aber also ich war überall schlecht, weil ich aber irgendwie mich auf nichts fokussieren konnte. Auch irgendwie so. Ich musste alles stemmen. Und Samstagabend habe ich dann irgendwann noch angefangen, in meinem Restaurant halt, man kennt es als Asian Restaurant-Kid mitzuhelfen. So. Und Sonntag war halt immer Church-Tag. So, da bin ich mit meiner Mom halt in die chinesische Gemeinde mitgegangen. Und deswegen, das war so mein Leben. Und ich kannte es auch nicht so mit Freunden, mich zu treffen, so irgendwo. Und ja, genau, das war auf jeden Fall für mich irgendwie voll hart, so meinen kleinen Bruder mitzuerziehen. Ich habe auch irgendwann später oder auch in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass ich manchmal außersehen, weil ich will es nicht, aber mehr in die Mutterrolle rutsche als in die Schwesterrolle. Und das ist auch, was ich voll so lernen muss, so mir Grenzen zu setzen, weil ich im Endeffekt nicht seine Mutter bin. So, auch wenn ich es gut meine Intentionen gut sind. Genau. Und ansonsten... Ja, Sandwich-Kind. Ich fand's, also manchmal finde ich es blöd, aber wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, ich würde es nicht ändern wollen. Ich will nicht der Jüngste sein. Die jüngsten Kinder sind immer so ein bisschen verwirrt. So. Ja, das stimmt. Und so als Älteste, also ich muss sagen, manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin die Älteste, weil ich mich mehr so um meinen kleinen Bruder gekümmert habe und so alles. Und meine Schwester, die ist halt eher chilliger. Ich glaube, es hat eher mit Mentalität zu tun, weil sie ist nicht so streng und sagt ihm, nein, du musst es so und so machen. Und ich bin da mehr so ein Control-Freak, wo ich auch voll lernen musste, loszulassen. Aber grundsätzlich, ich will, glaube ich, nicht die Verantwortung tragen so, oder durch die Sachen kämpfen, die meine Schwester kämpfen musste. Ja, ich kenn's. Ich bin auch der Älteste. Aber für meine Schwester war es immer blöd, weil man kämpft ja so, dass man mal so bis 10 Uhr draußen bleiben darf und dann mal feiern gehen kann. Und als ich dann halt 1,5 Jahre später so alt war wie sie, ich habe das nie ausgenutzt. Ich war weder draußen noch feiern, noch war ich im Dunkeln draußen. Und die hat sich immer aufgeregt, so, geh mal mehr mit deinen Freunden raus. Nice. Aber es hat mich irgendwie nie gereizt. Deswegen hat sie ein bisschen privilegiert, würde ich sagen. das ist ja, krass. Ja. Ich meine, ich kenne es, oder ich komme aus einem ähnlichen Haushalt. Wir haben jetzt kein Restaurant und so gehabt, aber ich glaube, sehr viele aus der Asian Community können auf jeden Fall relaten an der Stelle. Die meisten Vietnamesen bei uns führen ja irgendwie auch ein Restaurant oder haben ein Nagelstudio, alles, was Richtung Beauty geht, und kennen dann diese Art von Kindheit, die dann eher anders aussieht als vielleicht die Freunde im Kindergarten oder in der Schule dann, in der Grundschule und später dann auch. Und ich meine, wir wollen jetzt nicht wahrscheinlich unsere Community bashen oder so an der Stelle, aber was glaubst du, sind so Vor- und Nachteile? Ich meine, du hast ein bisschen schon erzählt, aber was sind so Vorteile und was sind signifikante Nachteile, die du mitnimmst aus dieser Art von
ich sag mal, kulturellen, ethnischen Background und Erziehung, die du jetzt so für dich als Fazit ziehen würdest? Ich habe voll früh, glaube ich, gelernt, selbstständig zu sein. Und ich bin sehr dankbar dafür so. Ansonsten, also ich glaube, es hat extrem viele Vorteile. Also früher hat es mich, glaube ich, mehr belastet. So. Also als Kind oder Teenie denkt man sich schon so, oh, irgendwie meine Eltern sind nicht so oft zu Hause wie die von anderen. So meine Eltern, die wissen nicht mal, was meine Lieblingsfarbe ist, was mein Lieblingsessen ist oder keine Ahnung, die wissen nicht, wie meine Freunde heißen. Und darüber habe ich früher ziemlich viel nachgedacht. Aber mittlerweile, das ist auch krass, weil mein Vater, der ist mal zu mir hergekommen und ich dachte, dass sie es nicht gecheckt hätten, aber er ist zu mir hergekommen vor 2 Jahren und hat zu mir gesagt so, hey, ich weiß, ich schulde dir eigentlich deine Kindheit. So. Das war für mich voll krass, ich habe richtig geflennt im Auto, als ich das gehört habe, weil ich habe es alleine schon wertgeschätzt, dass er sich Gedanken drüber gemacht hat. So. Weil ich hätte meinen Eltern, glaube ich, niemals vorgeworfen, boah, ihr seid schlechte Eltern, ihr wart nicht für mich da, ihr interessiert euch nicht für mich, weil ich weiß ganz genau, auch wenn es vielleicht für andere hart wirkt, so wie, oh, deine Eltern, wie können sie sich nicht um dich kümmern, ich wusste immer, wir haben halt diese Hustle-Mentalität und arbeiten und Erfolg und Karriere und ich wusste immer, meine Eltern machen es aus Liebe, so. Aber klar, ich sage immer, meine Eltern machen das aus Liebe, aber ich habe schon innerlich schon gestruggelt, weil irgendwie, dann siehst du halt, so, die Eltern von anderen sind wie so beste Freunde für einen. Und da hat mir schon, glaube ich, mein Bezug gefehlt. Vor allem, früher hatte ich voll Schwierigkeiten, auch Freunde zu finden tatsächlich. Irgendwie, ich konnte mich immer mit allen verstehen. Und ich war immer cool mit allen. Und alle waren immer, du bist cool. Aber irgendwie so tiefe Freundschaften, ich habe wirklich Jahre gestruggelt. Die meisten wussten das auch gar nicht und waren immer so, hä, wie, du hast keine Freunde. Ich war umgeben von vielen Menschen, aber ich habe keine tiefen Freundschaften gehabt. Und da hätte ich mir, glaube ich, manchmal auch gewünscht, dass wenigstens vielleicht ich eine gute Beziehung mit meiner Familie oder so habe. Ja. Also früher habe ich meine Eltern oder meine Familie ziemlich viel geblamed für alles Mögliche, habe in den letzten Jahren aber voll viel drüber reflektiert und habe gemerkt, dass ich automatisch wie so Mauern hochgezogen habe und dass jetzt mittlerweile vieles von mir abhängig ist. Meine Eltern sind auch voll viele Prozesse durchgegangen und man muss sich halt irgendwo Schritte entgegenkommen, glaube ich. So, für die ist es ja auch schwierig. Die sind in irgend so Slums in China, glaube ich, aufgewachsen. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie die erzogen wurden, wahrscheinlich 20-fach schlimmer. Und dann kommen die nach Deutschland und ja, früher war es für mich schwieriger, auf jeden Fall mich so in deren Situation hineinzuversetzen. Ja. Aber mittlerweile, ich verstehe so, warum sie Werte haben. Obwohl sie einem das immer erzählen, auch so, hey, damals war es so, wenn du wüsstest und so, ja. Ich kenne das. Ja, voll, komplett. Aber irgendwo, ich bin sehr dankbar. Ich weiß nicht, wenn meine Eltern mich nicht so, ich denke mir immer, wenn die mich nicht so streng erzogen hätten, vielleicht wäre ich komplett abgedriftet. Also ich weiß es nicht. Also es gibt auch Leute, die werden streng erzogen und die driften trotzdem ab so. Ja. Aber ich bin sehr dankbar. Ich bin, glaube ich, dadurch voll gut selbst reflektiert. Weil man darf ja auch nicht widersprechen, ne? So in der asiatischen Kultur. So, das geht gar nicht. Kennt man, ja. Und das heißt, du sitzt am Ende da mit deinen eigenen Gedanken und Emotionen und du bist so, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Ich habe viele Menschen, auch andere beobachtet, analysiert und habe so voll gelernt, einfach mit meinen eigenen Emotionen irgendwo sie einzuordnen, umzugehen. Und ja, also habe einfach früh gelernt, glaube ich, so selbstständig zu sein und auch unabhängig einfach von Menschen zu sein. Ja, auch wenn es unfair ist. Ja. Wie würdest du deine Eltern heute sehen? Meine Eltern, die würden... Oder wie siehst du sie heute? Ja. Also ich weiß, dass meine Eltern alles für mich fördern würden und wofür ich dankbar bin, so wenn es um Bildung geht oder irgendwas, was mich weiterbringt, die würden alles machen, alles stehen und liegen lassen. So. Und ich glaube, man muss auch so, für meine Mom zum Beispiel, ihre Love Language, kennen wir auch alle, glaube ich, ist Essen. So. Selbst wenn ich mit ihr streite, am nächsten Tag liebt plötzlich mein Lieblingsessen oder so, da was ich gerne esse. Und auch wenn sie trotzdem mich ignoriert und nicht mit mir redet, weiß ich halt so, okay, so in ihrem Herzen. Kennst du den Obstteller? Ja. Der immer abends reinkommt? Ja, mit so einer bestimmten Obstschale auch. Für all diejenigen, die das nicht kennen, Asian Moms sind berühmt und berüchtigt dafür, dass sie Obst vorbereiten, also schneiden und das in einem Teller dann in dein Zimmer bringen, dein Kinderzimmer. Und das gefühlt jeden Tag, so irgendwann so gegen 8, 9 oder so, also richtig sweet. Aber isst dein Obst. Ich bin 21. Meine Mutter bis heute, jeden Tag isst Obst. Das ist aber Luxus. Obst, die Vitamine. Es ist Luxus. Ich genieße das so lange, bis ich ausziehe. Ja. Aber also ich merke das schon,
Ich glaube, das Problem ist Kommunikation, so in asiatischen Haushalten ganz oft. Ich habe gar nicht gelernt, zu Hause zu kommunizieren. Ich habe voll die Schwierigkeit. Ich merke das so, wenn es um Emotionen, Gedanken, Wünsche äußern geht. Ich kann das gar nicht. Ich komme mir manchmal dumm vor, weil ich mir denke, ich bin 21. Ich kann dir nicht sagen, dass ich, keine Ahnung, also ich sage zu allem ja. So, ich widerspreche nicht. Kann nicht mal die Basic-Sachen sagen wie, ich hätte lieber normales, also kein Sprudelwasser, sondern hier dieses Wasser oder so. Das sind so normale Sachen, wo ich Angst habe, mich zu äußern und irgendwie so auch auf die Gefühle von anderen zu treten. Und das ist so, was ich voll outfigern muss. Und auch, was ich gelernt habe, ist, dass meine Meinung, meine Wünsche, meine Bedürfnisse schon relevant und wichtig. Beziehungsweise ich darf, also Minimum ist, dass ich dem Raum gebe und es äußern darf. So. Und dass das nicht direkt falsch ist. Weil das ist halt, bei meinen Eltern war es wahrscheinlich wirklich genauso schlimm, aber ja, also für mich war es immer schwierig, weil ich zu Hause nicht so viel Raum hatte, so für das, was ich halt gedacht habe oder gewünscht habe. Und ich dann immer das so geschluckt habe und dachte, das ist nicht relevant, ja. Ja, krass, also ich weiß absolut, wovon du sprichst. Ich denke, es kommt halt eine extra Herausforderung dazu, dass du dann hier aufwächst und eigentlich mit einer anderen Kultur konfrontiert wirst, was deine Schule betrifft, was deine Freunde angeht und so weiter und zu Hause halt doch eine andere dann wiederum hast oder vorliegen hast. Und dann die Kommunikationsschiene zu finden in alle Richtungen ist gar nicht so einfach. Ne? Und ich würde sagen, auch bis ins Alter hinein, ich werde demnächst 30, ich liebe meine Eltern, ich bin so dankbar für so viele Dinge und ich verstehe immer mehr, warum meine Kindheit so war, wie sie war, warum meine Eltern ihr Bestes gegeben haben in der Art und Weise, wie sie das damals ausgedrückt haben bis heute, wieso es nicht viele Optionen für sie auch gab und dass am Ende des Tages nie eine bösartige Intention war, weil es irgendwie extrem streng umzugehen mit dir, weil sie einfach Bock drauf hatten oder so, sondern sie dachten, das ist das Beste, was sie dir mitgeben können in so einer Kultur oder mit so einem kulturellen Background. Und genau, aber ich merke halt, wie gesagt, bis heute, es gibt Schwierigkeiten in der Art und Weise, dass wir manchmal nicht ganz auf dem Nenner stehen, was die Kommunikation betrifft. Ne, dass ich nicht alles mitteilen kann, wie ich das vielleicht mit meinen Freunden dann bespreche, weil da zu wenig Konsens an der Stelle vorhanden ist. Aber was ich versuche, ist eben andere Wege zu finden. Ne? Dann muss ich eben nicht über das reden, sondern ich versuche über andere Dinge zu reden. Und da eben doch eine aufrechte Kommunikation irgendwie zu haben. Aber ja, voll interessant, dass du das sagst. Und wie gesagt, ich denke, dass voll viele das miterleben und dass Deutschland im Wandel ist, was das auch betrifft. Und viele Third-Culture-Kids und Migrationshintergründe aufeinander clashen und das auch nicht dort stehen bleibt. Deswegen, darf ich mal fragen, weißt du, wie viele Asians dir folgen auf den Social-Media-Plattformen? Hast du schon mal gecheckt oder noch nie wirklich? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das checken kann. Also, weil ich glaube, man gibt ja auch nicht an, dass man das sieht nur, aus welchem aber Land, ich weiß, dass mir viele folgen, die so Asian-Fans sind, also K-Pop-Fans und so alles. Okay, krass. Ja, wir machen mal direkt weiter an der Stelle. Wie bist du auf den Plattformen gelandet? Also, wie kam es dazu, dass du angefangen hast, hey, ich fange jetzt mal damit an oder gab es einen Tag, wo du gesagt hast, hey, ja, ab heute, ich nehme mir das vor, ich werde Content Creator, ich habe ein klares Konzept, oder war das eher ein Ausprobieren, Entdecken und plötzlich überrascht werden? Erzähl uns gerne mehr davon. Wie war das? Fun Fact, ich habe meinen Eltern, bis ich glaube ich so 200.000 Abonnenten hatte, nichts gesagt, weil ich so Angst hatte. Dann hat mein kleiner Bruder mich einfach verraten, aber auch so aus Versehen. Der so, die wissen das doch bestimmt. Und dann hat er es verraten. Und dann, ja, ich hatte so Angst vor der Meinung. Aber auf jeden Fall, also als 15-Jähriger oder so, da denkt man sich, ich habe mir immer diese ganzen YouTuber dann reingezogen, die so Make-up-Tutorials gedreht haben und irgendwo unterschwellig denkt man sich, glaube ich, schon so, oh, voll nice. Aber ich habe jetzt nie ernsthaft drüber nachgedacht, das zu machen, weil ich auch früher so ein Mensch war, ich war wirklich null kreativ. Ich bin so gefühlt das Gegenteil jetzt, aber früher, ich war nicht kreativ. Ich war einfach so auf dieser BWL-Trockenschiene so, keine Ahnung, ich mache einfach Business. Und deswegen habe ich nie über sowas nachgedacht. Und dann
kam die Pandemie, mir war so langweilig. Und ich war immer der Überzeugung, ich glaube, wie viele von uns, ich werde niemals in meinem Leben TikTok runterladen, weil da sind nur kleine Kids da, so, weißt du? Aber mir war so langweilig und dann habe ich TikTok runtergeladen und so wie bei Instagram, glaube ich, habe ich einfach, also erstmal das so konsumiert und dann lädt man halt irgendwann das erste Bild hoch, ne? So habe ich halt dann irgendwann einfach mein erstes TikTok hochgeladen. Das war so ein Comedy-Video über Klopapier und iPhone 11 oder irgend sowas, keine Ahnung. Ich schäme mich, ich habe es auch runtergenommen. Oh nein. Aber das ist direkt viral gegangen. Ich glaube, es hatte so 100.000 Aufrufe und ich war so, krass. Und dann, ja, also ich hatte auch Semesterferien damals, deswegen hatte ich so viel Zeit, habe halt so Trends mir reingezogen und manche nachgemacht. Und dann habe ich irgendwie gesehen, die Leute feiern das. Und ja, vor allem waren es viele Leute, die sich für die asiatische Kultur irgendwie interessiert haben. Und dann habe ich es einfach weitergemacht. Und irgendwann, man macht es einfach weiter und weiter. Und du siehst halt, es kommt gut an. Ich habe da nicht mehr krass viel drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, was für Ausmaße das annehmen könnte. So. Das war dann erst später. Aber ich weiß noch, ich hatte meine 5.000 Abonnenten. Und ich habe meine Cousine angerufen und ich war so, soll ich das machen? Will Gott, dass ich das mache? Kann ich das? Werde ich abgehoben? Oder sollte ich lieber aufhören, bevor es ausartet? Also ich war schon überfordert, muss ich sagen, weil also für mich war, also 5.000 Abonnenten, das war für mich halt richtig viel. Und genau, aber ich habe dann irgendwie einfach weitergemacht, weil es schon Spaß gemacht hat. Ja, krass. Ja. Was für eine Art von Content hast du zuerst gemacht? War das einfach kreuz und quer oder hat's eine klare Linie gehabt? Das war so ganz bisschen Fashion, aber ich schäme mich auch für die Videos. No shame in the game, no shame in the game. Und so Comedy-Stuff. Okay. Also ich lache jetzt drüber, aber ich lache eher über mich als über diesen Inhalt. Also ich finde es ganz süß so, was ich halt damals so gemacht habe. Aber es war eher Comedy. Und irgendwann, aber später war das, habe ich dann angefangen auch mal was zu sagen und zu reden. Ja. Früher war es halt nur mit so Tönen, weil es halt Trends waren. So, ja, ne? Ja. Ich habe nie richtig krass getanzt, okay? Weil alle denken immer, ich bin TikTokerin und dann ich mache hier die Tänze. Ja. Aber ja, ich habe einfach so ein paar Trends gemacht und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, ich liebe es irgendwie auch so zu reden und dann habe ich so mit Rezepten angefangen und dann habe ich ein bisschen so in meinem Leben gevloggt. Ich habe das so bei anderen gesehen, so in 60 Sekunden mal den Alltag vloggen und dann habe ich es auch gemacht. Und irgendwie voll komisch. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal was gesehen bei dir. Ja? Voll komisch. Ja. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, irgendwie Leute ziehen sich einfach rein, was ich in meinem Leben mache. Ich verstehe es nicht. Ich mache halt einfach mein Stuff so, ne? Das Konzept ist schon skurril, ja. Aber okay. Ja. Aber die Leute haben es gefeiert. Die waren immer so, wie bist du so produktiv? Du machst 20.000 mehr Sachen als ich. Der Tag hat 5 Millionen Stunden, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, genau. Okay, das heißt, du bist eigentlich einfach drin gelandet, du hast einfach angefangen, es gab kein wirkliches Ziel, keine Agenda. Würdest du sagen, du hast es aus einem gewissen Place getan, was deine Verfassung betrifft, wo du sagst, hey, ich habe immer schon so ein Drängen gehabt innerlich, weißt du, mich mitzuteilen oder eine Stimme zu sein. Ich meine, du hast ein bisschen schon drauf geantwortet, aber gerne nochmal konkret. Und würdest du sagen, du warst glücklich damals als Frage und im Vergleich zu heute, mit all dem, was jetzt passiert ist, wie würdest du dieselbe Frage nochmal beantworten? Okay, das war jetzt viel, warte. Ja. Ich muss kurz überlegen. Also ich würde nicht sagen, ich habe das aus dem Drang gemacht, weil ich irgendwie irgendwas mitteilen wollte oder sowas. Ich muss auch sagen, ich glaube, vor allem damals habe ich nicht viel von mir gehalten. Also ich hatte nicht so ein Selbstbewusstsein auch. Das hat sich voll krass, glaube ich, geändert, auch durch Social Media. Aber ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass ich auch so einen, ich sag mal, positiven Impact irgendwo haben kann oder die Stimme so nutzen kann oder meine Werte weitergeben kann. Ich habe das damals echt, also ich wusste auch nicht, was für Ausmaße das so annimmt. Ne? Ich habe immer wieder überlegt, aufzuhören. Aber ich wusste immer wieder, es macht mir eigentlich voll Spaß und das ist voll cool, das ist eine neue Welt. Aber ich habe bei 10, 20, 50, 70, 200.000, ich habe immer wieder überlegt, ob ich aufhören sollte, weil ich auch mir gedacht habe, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Vision dahinter. Ich weiß gar nicht, warum ich das tue, außer halt, weil es Spaß macht und cool ist. Und mir war schon immer wichtig, dass ich irgendwo ein festes Fundament habe, egal wo ich mache und halt einordnen kann, okay, warum mache ich die Dinge, was ist meine Motivation, was will ich damit erreichen oder keine Ahnung, ist komplett Nonsens. Und
damals war es auf jeden Fall einfach echt erstmal so purer Spaß und dann irgendwann wurde es ernster. Dann habe ich eine Zeit lang auch voll gestruggelt so mit Druck, weil dann lädt man halt, also man wächst halt die ganze Zeit und dann lädst du halt einen TikTok hoch. Ich habe damals 5 bis 10 TikToks am Tag hochgeladen. Ich könnte das niemals. Ich habe auch voll viel komplett geändert so in meiner Struktur und in meinem Content. Ich lade jetzt, wenn es gut kommt, 1, 2, maximal 3 am Tag hoch. Aber manchmal auch einfach 1, 2 Tage nichts. So, wenn ich nichts erlebe, wenn nichts habe da voll lernen müssen, so meine Grenzen zu setzen und mich da nicht so unter Druck zu setzen. In meinem Leben muss immer was Spannendes passieren, so, weil ich habe immer so diesen Druck, wenn nichts passiert, dann habe ich keinen Content und dann langweilt es so die Leute und wollen immer mehr sehen. So. Aber es macht mir trotzdem voll Spaß und ich habe halt durch den ganzen Prozess voll gelernt, kreativ zu sein in so vielen verschiedenen Bereichen. Ich habe früher zum Beispiel gar nichts mit so Video oder so zu tun gehabt. Ich habe auch nie in die Kamera gesprochen. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie gemerkt habe, so, oh, endlich kann was machen, was ich schon immer machen wollte. Aber ich war, glaube ich, immer Social-Media-affin. So, ich habe das eigentlich jetzt noch nicht gesagt, ne, öffentlich, aber ich hatte so cringe Sprüche-Seiten. Die Phase. Okay. So gefühlt so, ein Spruch, ich habe das erst gestern gelesen, war, ich kannte es nicht, aber irgendwie so, Menschen treten auf dem Wasser, nee, Menschen ertrinken in dem Wasser, auf dem du läufst, so irgendwie solche komischen Sachen, ich weiß gar nicht, was ich da gepostet habe. Irgendwas mit Karma ist kein Menü, du kriegst das, was du verdienst oder so, irgendwie solche Sachen habe ich gepostet. Die hast du also repostet oder selbst kreiert? Ich glaube, also manche habe ich selbst kreiert, manche habe ich irgendwo gelesen so. Okay. Aber ich hatte damals schon 30.000 Abonnenten auf Instagram und es war halt, also damals richtig krass, aber ich habe das immer anonym gehalten und keiner erzählt. Irgendwann bin ich mehr so in den Glauben gekommen und da weißt du, ich kann keine Sprüche mehr posten, die so in dieser Richtung gehen. Also das funktioniert nicht. Wie lustig. Ich habe das dann nicht mehr vereinbaren. Aber ich habe gemerkt, ich war immer Social Media affin, auch so in der Church so. Ich war immer im Social Media Team, so habe gerne von anderen Leuten so Fotos gemacht, zusammengeschnitten so. Aber mich selbst vor die Kamera zu setzen, also irgendwie, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen so, ich hätte niemals damit gerechnet, aber ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen. Ich habe auch früher gar nicht geträumt so. Ich dachte halt echt, mein Weg ist einfach BWL straight Manager werden oder so und das war's. Ja. Okay. Die zweite Frage war ja, inwiefern du sagen würdest, du warst glücklich damals und wie du die gleiche Frage jetzt beantworten würdest, nachdem all das passiert ist. Hast du hast du dein Glück von Sachen abhängig gemacht? Hast du diese Sachen vielleicht verworfen in der Zwischenzeit? Genau, was denkst du? Ich glaube, ich habe es geliebt, dass meine Intentionen damals komplett pure waren. So, ich kannte sowieso die Social-Media-Welt und Influencer-Welt gar nicht, auch die Menschen nicht. Und dann noch mein Account. Also ich habe mich gefreut, ich habe gesehen 10.000 Views. Ich so, wow, voll krass. Aber es hat mich gar nicht interessiert, wenn ein Video gefloppt ist und man viel weniger Views hatte. Sondern ich habe mich immer gefreut über das, was ich hatte, weil es halt weit gegenüber das ist, was ich jemals, also keine Ahnung, gar nicht hatte eigentlich, ne? Und jetzt merke ich zum Beispiel schon, man denkt, dadurch, dass ich es auch zum Teil beruflich mache, so, ne? Okay, hey, performt ein Video gut, performt es nicht gut, Kooperation hier, Kooperation da. Und was ist, wenn ein Video floppt oder du überlegst, wie du die Dinge drehen kannst, damit sie nicht floppen, so. Das muss ich auf jeden Fall zugeben, so. Und da wünsche ich mir manchmal, ich hätte wieder wie so ein pures Herz oder so, reine Gedanken über das, was ich tue, ohne etwas Bestimmtes erreichen zu wollen, sondern einfach es wirklich nur zu machen, weil ich es halt liebe, so zu machen. Und ich liebe es zu machen, aber ich habe ganz viele andere Haltpunkte, die ich immer bedenke, so wenn ich jetzt Content mache und unterwegs bin. Und klar, meine Videos sind wahrscheinlich qualitativ auch hochwertiger, weil ich mir gezielt Gedanken mache, okay, was will ich weitergeben, was erreiche ich mit dem Video so. Und ich lade nicht mehr halt Nonsens hoch. Ich habe halt früher wirklich viel Nonsens hochgeladen. Aber trotzdem, glaube ich, wünsche ich mir manchmal, dass ich weniger nachdenken würde, so bei dem, was ich tue. Weil es ist ein Performing so. Vor allem, sobald du es beruflich machst. Es geht immer um Views, es geht immer um Zahlen, um Likes, um Statistiken, um Insights. So. Brands wollen immer deine Insights wissen. So. Und wenn deine Views gerade kacke sind, dann so, die Welt geht zwar nicht unter, aber du denkst dir schon so, also ist halt schon nicht cool so irgendwo. Und das belastet mich manchmal schon. Ja. Okay. Wie bist du damals damit umgegangen? Wie gehst du heute damit um? Ich habe
so viel gebetet, ich so zu meiner Cousine, ich darf nicht abgehoben werden, ich muss immer am Boden bleiben, ich muss weiter in die Kirche gehen, ich brauche Leute um mich herum. Mir war es immer voll wichtig, dass ich meine so Freunde um mich herum habe, die so auch in mein Leben sprechen und mich sofort, wenn irgendwas irgendwie ist, wenn ich mich irgendwie negativ verändere, dass sie mich bitte sofort, keine Ahnung, kritisieren oder einfach reflektieren. Weil ich schon Angst hatte so vor dieser ganzen Influencer-Bubble und Welt. So, weil man hört viele Stories und ich bin ehrlich, ich finde es noch schlimmer, als man hört. Man hört schon viel Negatives, ich finde es in echt sogar noch schlimmer. Und deswegen habe ich bis heute, ich habe wirklich wenige Influencer-Freunde, so viele sind ganz nett, so, aber Freundschaften habe ich eigentlich, die kann ich an der Hand wahrscheinlich abzählen, wo ich mit Leuten auch wirklich über ihr Leben rede. Aber die meisten Freunde bei mir sind einfach auf Social Media. Und so, ich war jetzt so viel in der Gegend unterwegs und irgendwo so, ich avoide auch mittlerweile so gezielt so bestimmte Events. Also früher wollte ich überall dabei sein, weil man ist so hyped. Man wird zum ersten Mal eingeladen, auch so richtig coole Events, wo halt nicht jeder hinkommt, weil es exklusiv ist. Und mittlerweile, ich merke nach der millionsten irgendwie Party oder Event, wo ich eigentlich hin will, weil ich mir denke, da sind krasse Leute. Ich merke, ich komme jedes Mal leerer raus als davor. Ja. Also selten gehe ich irgendwo hin und es gibt mir was. So eigentlich raubt es nur Sachen, nimmt es eigentlich nur was von mir. Und ja, deswegen, da musste ich auch voll lernen, dann auch Nein zu sagen und auch nicht FOMO zu haben, weil man denkt immer, ja. Im Nachgang dann, wenn man die Reels sieht und so. Ja, man könnte immer irgendwo woanders sein. Ja. Aber ich muss auch sagen, auf diese ganzen Influencer-Partys auf Instagram, es sieht immer richtig nice aus. Oder, also ich meine, ich sehe es selbst, ich bin auf einem Event, das sieht ultra nice aus in den Stories von anderen, aber ich denke mir eigentlich so, es war eigentlich nicht, es war nicht cool, also beziehungsweise für mich nicht. Ja. Ich glaube, für andere ist es nice, kommt drauf an, glaube ich, was man für Erwartungen hat, ne? Aber ich gehe halt nicht auf ein Event und drehe halt mein Zeug ab, stelle mich zur Schau. Es ist meistens ein gesehen werden, aber abgesehen von Social Media ist es halt, also ich weiß nicht, ist das irgendwie voll komisch dann immer so auf diesen Events. Warum glaubst du, ist das so? Mal ganz allgemein gesprochen über die Szene. Warum denkst du, ist es so schwierig, mit Menschen, die das Gleiche tun, irgendwie tiefere Freundschaften aufzubauen? Was denkst du, ist der Auslöser, der Grund, die Wurzel dieser Problematik? Und dann wahrscheinlich so ein bisschen auch deine Sicht auf Social Media an sich als oder etwas, was Risikopotenzial hat, was uns an vielen Stellen doch nicht so gut tut. Was denkst du? Ich glaube, auf der einen Seite verliert man sich voll krass schnell in sozialen Likes und Geld, also Reichtum, Finanzen und Stolz und so den ganzen. So, man fühlt sich krass. So, man denkt, man ist der Größte oder einer der Größten. Auf der anderen Seite, also ist ja alles extrem oberflächlich. Und ich weiß, dass jeder einzelne von denen, egal wie stolz er wirkt, egal wie krass er wirkt, dass er in seinem tiefsten Herzen wahrscheinlich voll viel auch irgendwie Zerbruch hat oder Struggle mit voll vielen Dingen, aber man redet nicht so viel untereinander, glaube ich, weil jeder halt versucht, der Krasseste zu sein oder krasser als der andere zu sein. Und ich glaube, es gibt wenige, die wirklich so einem sozusagen das gönnen und sich freuen für dich, aber eigentlich, und da habe ich mich auch selber ertappt, so, man meint es auch gar nicht böse, aber man kommt ständig in dieses Vergleichen und so krass, die Person hat das erreicht, warum habe ich es nicht erreicht oder was könnte ich machen, um auch krasser zu sein? Oder das zu erlangen, was die Person erlangt hat. Und ja, dadurch, dass es halt eine Welt ist, wo es ziemlich viel so um Zahlen und Ansehen, Anerkennung geht, so bei Menschen, ist es halt einfach extrem oberflächlich so. Und ich habe mit ein paar bestimmten einzelnen Leuten auch schon so, ich sag mal, voll Tiefgang gehabt, so in Gesprächen. Und das ist voll krass. Also ich glaube, wenn du mal merkst, dass sie sich öffnen, dann merkst du, hey, die sind eigentlich genauso, man schaut ja meistens auch als Zuschauer auf Influencer so hinab, so, ne? Man denkt, oh, deren Leben ist so toll, Chile, die ist nur am Reisen und wow, sie hat so viel Geld und keine Ahnung, so, weißt du? Und die sehen halt nur, was sie sehen. So, sie hat genug Geld zum Reisen, sie ist in Südkorea, sie findet Freunde und hier, happy clappy, so produktiv, ne? Aber so dahinter, und ich verstehe es auch, so, ich rede über viele Sachen nicht, um mich einfach zu schützen, so. Ja. Aber du merkst eigentlich, all diese Leute sind genau wie Nicht-Influencer, normale Menschen in Anführungsstrichen, und strugglen mit den gleichen Sachen eigentlich so, mit denen andere strugglen so, ja. Wie machst du einen Unterschied in dieser Szene? Was glaubst du, machst du anders oder was würdest du dir wünschen, damit es anders ist? Also es klingt jetzt alles so voll basic, aber
auch wenn es so basic klingt, warum würden es da nicht so viele, ich sag mal, machen? Weil, also so, ich versuche authentisch zu sein und nicht zu faken. Und es klingt wirklich so einfach, aber es ist nicht so, weil, also ich blame jetzt auch keinen und ich nenne keine Namen und sonst was, aber ich sehe so viel, wie so viel Fake ist. Und eigentlich, es bricht eher mein Herz so, ich bin gar nicht sauer auf die Menschen und denke mir so, hey, wie kannst du nur? So, es tut mir eigentlich eher voll leid. Weil ich glaube, es gibt viele, die wünschten, die könnten auf Social Media so sein, wie die in echt sind und müssen sich nicht verstellen. Und ich glaube, manche merken das vielleicht auch gar nicht, dass sie sich verstellen so. Und ich glaube, ich mache da nichts vor. So. Also ich habe gelernt, auf jeden Fall, auch wenn es mir nicht gut geht. Ich versuche zwar authentisch zu sein, aber wenn es mir nicht gut geht, dann poste ich aber auch nicht in der Sekunde, wo es mir nicht gut geht, sondern meistens, ich warte ab und ich teile gerne von meinen Struggles so, weil ich halt einfach den Menschen ein realistisches Bild geben will, auch wenn es niemals wirklich in dem Maße so funktionieren wird. Aber ich versuche, das Beste zu geben. Ja. Aber ich will immer nicht aus Emotionen handeln. Das heißt, ich warte mal eine gewisse Zeit ab, bis ich mich abgeregt habe und dann überlege ich, okay, wie sage ich die Sachen? Weil ich habe schon 1, 2, 3 Mal so aus Emotionen heraus, glaube ich, so ein bisschen gepostet. In dem Moment, ja. Ja, und dann habe ich schon gemerkt, so im Nachhinein, also selbst wenn keiner irgendwas Negatives gesagt hat, so ich will das irgendwie für mich auch gar nicht. Wie kam der Switch? Um mich zu schützen. Hat dir das jemand gesagt? Hast du das bei jemandem gesehen? Ich glaube, ich habe mich selber irgendwann hinterfragt, warum poste ich das so in dem Moment. Wenn es mir so komplett kacke geht, warum poste ich das? So, brauchst Aufmerksamkeit, brauchst Mitleid, so Anerkennung oder Bestätigung und so all die Sachen. Und ich bin schon ein Mensch, ich habe mein Leben lang schon ziemlich viel, aber viel innerlich, also ich habe es auch nicht viel gesagt oder raushängen lassen, aber ich habe schon, glaube ich, unterschwellig, oder ich glaube, die meisten Menschen mögen Anerkennung oder Bestätigung so. Und keine Ahnung, oder auch Mitleid, ich weiß es nicht, aber ganz oft, wenn ich so gepostet habe, ich habe mich halt gefragt, was ist eigentlich dein Ziel, warum postest du gerade in dem Moment so, was ist Kacke? Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich poste vielleicht, dass es mir kacke geht, aber ich will irgendeinen positiven Mehrwert noch irgendwo dazugeben. Ja. So, ich poste nicht nur, mir geht's kacke und fertig, so. Nicht nur um Dampf rauszulassen, sondern es gibt einen Grund für jede Emotion, für jedes Tief. Ja. Sondern ich versuche wenigstens dann was mitzugeben, so was so wenn es meinen Followern, die das anschauen, auch kacke geht, so okay, was können die dann vielleicht anders machen oder wie gehe ich damit um, damit die halt irgendwo einen Mehrwert haben. Genau, das war mir dann irgendwann voll wichtig. Und mich da auch, ich muss mich manchmal einfach raffen. Manchmal muss ich sagen so, hey, nee, das hat vielleicht gerade einfach keinen Platz. Und ich merke auch, desto verletzbarer man sich macht, desto mehr, man gibt halt den Leuten mehr Angriffsfläche, ne? Und ich bin schon sehr sensibel, muss ich sagen. Ich bin zwar viel selbstbewusster geworden in dem Prozess, aber trotzdem sehr sensibel. Und wenn dann so ein dummer Kommentar kommt, dann können dir noch Millionen Leute sagen, ey, du bist der Coolste und die Schönste und die Tollste und wow, ich finde es so toll, was du machst. Wenn dann eine Person kommt und sagt so, ey, komplett kacke, was du machst, dann das trifft mich schon und beschäftigt mich voll. Ich habe auch gesagt so, hey, wenn ich weiß, ich kann damit emotional nicht umgehen oder schwierig umgehen, dann lasse ich es einfach sein. Auch wenn ich vielleicht Mitteilungsbedürfnis habe in der Sekunde, muss ich halt meine Grenzen setzen und Prioritäten setzen. Ja, um einfach mein Herz zu schützen am Ende des Tages. So, vielleicht will ich zwar Leuten erzählen, mir geht's kacke, aber wenn ich mit dem, was kommen könnte, nicht umgehen kann, dann muss ich halt meine Grenze ziehen. Ja, also von dem, was ich sehe, ich glaube, du gehst wirklich gut damit um. Also Props an dich an der Stelle. Du meintest vorhin, du hältst manchmal inne, um einfach auch Abstand zu nehmen. Wie schaltest du denn ab? Was tut Chile, um abzuschalten? Ich heule viel, ich bin dann sehr nah am Wasser gebaut, aber es Gehört tut mir dazu, auch gut. Ne? Ich mag es nicht, wenn jemand zu mir sagt, ey, hör auf zu weinen. Ich so, nein, ich brauche das jetzt. So, danach geht es mir auch voll gut. Dann mache ich Mucke an und dann dance ich durch mein Zimmer. Ne? Was raus muss raus. Ja. Und nee, ansonsten, also ich verbringe ultra gerne Zeit auch alleine und so. Ich gehe viel alleine raus. Okay. Ich merke auch, also ich verbringe auch gerne Zeit mit meinen Freunden, aber meistens muss ich meine Gedanken sortieren, weil ich so viel nachdenke. Ich denke immer viel zu viel nach über alles und auch über was jeder denken könnte und bilde mir irgendwelche Szenarios in meinen Kopf ein. Voll unnötig. So, ich steige mich irgendwo rein. Also, keine Ahnung. Ich habe nie einen Mehrwert davon eigentlich, ne? Aber ich verbringe dann meistens viel Zeit alleine. So. Ich bin ja auch voll gläubig. Ich verbringe voll viel Zeit mit Gott. Ich lese meine Bibel oder habe stille Zeit. So, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, gelernt, so still zu sein. Ich konnte es mein Leben lang nicht. Also sobald ich still war ich so, nee, also ging gar nicht. Und ich bin gerade voll im Prozess zu lernen, dass ich auch mal still sein kann. Und
einfach still bin. So. Ja. Und nicht Musik im Hintergrund laufen muss. Ich glaube, weil manchmal bin ich so überfordert mit meinen Gedanken und meinen Gedankengängen, dass es muss immer was laufen bei mir. Das ist ganz schlimm. Es ist egal was. Es kann eine Werbung sein, es kann ein Podcast sein, irgendwas. Ich höre meistens nicht mal gefühlt zu. Ja. Aber immer muss irgendwas laufen, weil ansonsten sitze ich halt da allein mit meinen Gedanken und dann bin ich so überfordert. Mhm. Und dieses Jahr lerne ich gerade einfach, ich mit meinen Gedanken alleine und auch damit umzugehen und zu schauen. So. Und auch die Dinge aufzuschreiben. So, ich liebe es, Dinge aufzuschreiben, aber wirklich so mit Papier. Nicht mit MacBook ist mir auch schon zu fancy, sondern ich muss es mit einem Stift aufschreiben. Sehr und gut. so kann ich meine Gedanken sortieren. So andernfalls ist alles in meinem Kopf drin und chaotisch und ich bin überfordert. Erst wenn ich es auf Blatt Papier schreibe, dann verarbeite ich Dinge. So, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Klingt halt so, Tagebuch schreiben, oder? Aber im Prinzip schreibe ich Tagebuch. Ich glaube, so. es gehört dazu. Es gibt einen Grund, warum es so vielen Menschen hilft. Ne? Es ist irgendwo selbsttherapeutisch schon fast, mal sich mit den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen, zu reflektieren, sich in der Stille oder die Stille mal auszuhalten. Du hast gerade deinen Glauben schon erwähnt. Wir können gerne darüber auch noch ein bisschen mehr sprechen. Aber bevor wir zu der Frage kommen, wer sind denn die wichtigsten Menschen in deinem Umfeld? Du hast vorhin auch schon gesagt, du hast versucht, von Anfang an irgendwie einen Kreis zu kreieren, der dich immer wieder erdet, der dir ehrlich die Meinung sagen kann, wo du weißt, hier musst du dich nicht verstellen und so weiter. Wer sind diese Menschen in deinem Leben und wie sind sie Teil deines Lebens geworden? Also die meisten Freunde hatte ich auch schon vor Social Media, was ich richtig nice finde, weil ich weiß, die sind nicht mit mir befreundet, weil, keine Ahnung, die irgendwas gesehen haben und dass ich irgendwie Abonnenten oder so habe, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, also meine Cousine so, sie ist wie so mein Best Friend eigentlich. Ich sage immer nie so Best Friend, keine Ahnung, weil ich habe das Gefühl, wenn man irgendwas labelt, dann ist die beleidigt. Oh nein. Warum bin ich nicht dein Best Friend? Und ich bin so, okay, ihr seid einfach alle meine Freundin. Nee, aber diese Geschichte ansonsten, mit wie sagt man? BFF und BAF, alles IUE, mögliche. keine Ahnung, was es da gibt. Ne? see. Nee, aber sie ist schon so, und weil sie noch Familie ist, weiß ich, sie wird mich niemals betrayen. Blood is thicker. Genau. Aber ansonsten, ich habe eine Handvoll Friends, ich weiß gar nicht, wie habe ich die kennengelernt? Ich habe die damals auf Clubhouse kennengelernt. Also das klingt immer so kacke so, weil man hat sich über eine App kennengelernt, das könnte ich auch gleich sagen, über Tinder oder so, aber nee, das ist voll krass, wir haben so eine... Die sind alle im Raum München, oder? Die meisten sind im Raum München. Okay. Ich hatte mit denen wirklich den Sommer meines Lebens gehabt, das waren auch so meine ersten Freunde, wo ich gesagt habe, das sind meine Freunde, weil die stehen hinter mir, die stehen vor mir, die reflektieren mich so, ich gebe denen so ein bisschen sozusagen das Recht in mein Leben zu sprechen, so, ich vertraue denen auch. Und die sind auch alle wir sind alle in verschiedenen Kirchen auch. Wir sind nicht irgendwie in einer Church so. Das heißt, ihr teilt alle den gleichen Glauben, genau. ja? Und ja, genau, ansonsten, ich liebe es auch so mit Leitern so aus der Kirche oder so auch zu reden, die mich so ein bisschen so auch geistlich unterstützen im Wachstum und so alles. Oder ich hole mir gerne auch die Meinung von einfach, ich sag mal, älteren Leuten ab, so, über mein Leben. Aber ansonsten, ich habe viele Menschen um mich herum, aber ich habe wenige Menschen, die wirklich sozusagen an mein Herz dran sind. So. Und ich bin voll happy damit. Ich habe mein Leben lang gebetet, dass Gott mir, auch wenn es nur eine gute Freundin ist, mir eine schenkt. So. Er hat mich so krass gesegnet. Aber genau, das sind einfach eine Handvoll Menschen, aber das reicht mir völlig. Ja. Ich glaube, das ist auch absolut normal und natürlich. Du kannst ja diese intime Art von Beziehung gar nicht mit einer größeren Anzahl an Leuten führen, sondern ich denke, das ist irgendwo kapazitätstechnisch ausgereizt bei ein paar Leuten und es ist auch gar nicht schlimm. Es muss gar nicht irgendwie mehr sein, sondern ich glaube, die Offenheit, die Transparenz oder das Level an Mitteilung, die dort stattfindet, ich glaube, das ist halt wichtig. Ne? Okay, wie gesagt, wir reden schon immer wieder über deinen Glauben. Wie bist du zum christlichen Glauben gekommen? Ist es schon immer Teil deines Lebens gewesen? Du hast ein bisschen davor auch von deinen Eltern erzählt. Sind die christlich aufgewachsen, sodass sie dann gesagt haben, okay, hey, wir wollen auch einen christlichen Haushalt führen? Oder sind deine Eltern eigentlich anders aufgewachsen und ihr seid irgendwie in die Richtung erst gekommen? Erzähl gerne mal. Ich glaube, meine Eltern sind beide buddhistisch aufgewachsen, also ist ja in China ziemlich verbreitet. verbreitet. Ich glaube, meine Mom, die ist dann nach Deutschland gekommen und seitdem so mütterlichseits haben sich, glaube ich, alle konvertiert. Und das bin ich, also mein Onkel und so, die sind auch alle Pastoren.
Und deswegen bin ich christlich aufgewachsen. Also ich bin kein PK, so kein Pastorkind, so, aber habe schon ziemlich krass mitbekommen. Ja. Und genau, also meine Mama hatte mich christlich erzogen so. Mittlerweile, ich sehe es als Privileg. Früher dachte ich mir immer, ich will auch so eine krasse Story haben. Aber irgendwann hat Gott mir schon auch gesagt, so hey, sei froh, dass du nicht erst irgendwie ins Gefängnis gehen musst oder Drogen nehmen musst oder irgendwie voll vom Weg abkommen musst, damit du irgendwie mich kennenlernst oder so oder irgendwie mal dich mit mir befasst. Und ich bin voll dankbar. Ich glaube, das war für mich das größte Geschenk, dass meine Mom mir halt so Gott und die Bibel und die Kirche und so von klein an einfach gezeigt hat. Und ich habe aber mit 15, 16 habe ich irgendwann gesagt, so hey, so in der chinesischen Gemeinde, wir hatten kaum Jugend und ich habe nicht wirklich, also ich habe irgendwie an Gott geglaubt, aber ich hatte keinen eigenen Glauben gehabt. Und ich war halt so, okay, ich gehe jetzt auf die Suche und schau mal, ob dieser Glaube auch wirklich für mich, also glaube ich das wirklich, wer ist dieser Jesus, wer ist Gott und keine Ahnung, so alles, was ich halt seit der Kinderstunde höre, so seit meiner Geburt gefühlt. Und ich bin dann in so eine Freikirche gegangen auch. Und ich fand es richtig cool. Ich musste natürlich so cool tun und waren so, ich weiß nicht, ob ich da nochmal hin will, aber eigentlich fand ich es richtig cool. Ja. Ja, ne? Und bin dann halt wieder hingegangen. Und seitdem habe ich halt so meine eigene Beziehung so zu Gott, zu Jesus und so auch entwickelt und Bibel gelesen und gehe so meinen Weg, genau. Was gibt dir der Glaube in deinen Worten, was du nirgendwo anders bekommst? Eigentlich alles, Fülle. Also ich weiß, so für Nicht-Christen klingt immer so voll, keine Ahnung, komisch, aber mein Glaube ist wirklich alles. Also es ist mein Fundament, es ist mein Zentrum, es trägt mich durch jede Season, egal ob gut oder schlecht. So. Ja. Es ist es ist meine oberste Priorität und wenn es nicht meine oberste Priorität ist, dann tue ich alles, damit es wieder meine oberste Priorität wird. Und ja, also es nimmt extrem viel Raum natürlich in meinem Leben ein so. Und ja, also ich kann mir nicht vorstellen und ich könnte auch, glaube ich, mittlerweile, ich bin am Punkt, ich könnte nicht verleugnen, so dass es sozusagen Gott gibt. Ich habe ihn dafür so oft erlebt. So, und Leute fragen mich immer, wie kannst du an Gott glauben? Du siehst ihn ja gar nicht und keine Ahnung. Ja. Aber ich habe so viel erlebt mit Gott, dass ich nicht mehr, also ich könnte selbst wenn ich irgendwann sage, oh, ich glaube nicht mehr, eigentlich könnte ich das nicht verneinen. So, auf jeden Fall meine Position. Und ja, ich verbringe auch so viel Zeit, ich glaube, ich stehe auf und meistens nicht immer, ne? Ich muss jetzt nicht so tun, als wäre ich so der beste Christ, ne? Aber lese ich meine Bibel und egal, wo ich bin, so ich bete, egal, ob es gut oder schlecht ist, so, ich glaube, mir ist auch immer voll wichtig, dass ich nicht zu Gott gehe, wenn irgendwie alles Kacke ist und ich was brauche von Gott. Muss ich aber auch voll lang lernen. So irgendwann habe ich gedacht, so, oh wow, ich bin so jemand. Ja, ich komme nur an, wenn ich was brauche und dann weiß ich so, oh, Kacke. Wo ich auch so Gott für alles danke und ich bin auch der Überzeugung, dass so alles, was ich habe, so dass Gott mir das geschenkt hat, aber auch jederzeit wieder nehmen kann. Das ist auch mit Social Media so. Ich glaube, es ist voll so ein Segen und Privileg und so, aber was auch Gott mir gegeben hat. Aber ich glaube auch, dass es mir jederzeit so nehmen könnte. Und deswegen, ich verlasse mich auf alles nicht, so auf diese ganzen weltlichen Sachen, weil die halt so inkonsistent sind. So. Und die Welt, sie dreht, schwankt sich, Menschen ändern ihre Meinung. Und das ist voll hart, wenn du dich abhängig machst halt so von der Welt. Und das habe ich gemerkt, weil Gott ist wirklich so das klingt, oh mein Gott, mir ist gerade Fels in der Brandung eingefallen. Oder Anker, keine Ahnung. Ja, aber Halt. So, ja, mein Halt. Und ich weiß, ich kann mich an ihn so klemmen und er ändert seine Meinung nicht. So, er bleibt gleich, er ist souverän und er ist treu. Und genau, weil ich habe gesehen, was das mit mir macht, wenn ich mich an Dinge, an Menschen, an Situationen irgendwie hänge oder irgendwo irgendwie abhängig mache. Und ja, Jesus, er erfüllt mein Herz. So, ich weiß, Nicht-Christen können das nicht nachvollziehen, aber er füllt mein Herz, dass wenn ich nichts habe, ist es irgendwie möglich, dass er mein Herz füllt. So, Krass, ja, wenn du von Gott sprichst und so weiter, ich bin ja als ehemaliger Pastor auch mit sehr vielen Menschen im Gespräch gewesen. Ich glaube, da schwirrt halt ganz oft eine unterschiedliche Vorstellung im Kopf herum, wer Gott ist, wie er drauf ist, wie seine Natur ist, wie er handelt, warum er Dinge tut und lässt. Was glaubst du, deiner Meinung nach, ist die größte Misconception, also die größte
Unwahrheit über den Gott, den du kennst und mit dem du in einer Beziehung bist und der deinen Glauben ausmacht und theoretisch ja Kern und Dreh- und Angelpunkt in deinem Leben ist. Was glaubst du, ist fälschlicherweise am Herumschwirren in den Köpfen der Leute? Und was ist für dich klipp und klar, was vielleicht für viele nicht so klipp und klar ist an der Stelle? Oh, ich lese immer auch in meinen DMs oder wenn Mädels mit mir sprechen, so über den Glauben, ich lese immer und höre immer viel, dass Leute halt sagen, oh, wie kann mich Gott noch lieben und meine Vergangenheit und ich habe so viele Fehler getan und oder halt so ein bisschen die andere Richtung, wie kann Gott mich so leiden lassen und er ist so kacke und also ich sehe halt, was die Leute für ein Gottesbild haben und es tut mir gefühlt im Herzen weh. So, ich blame die Leute gar nicht, ich denke mir gar nicht so, hey, wie kannst du nur so über Gott reden, sondern es tut mir eigentlich eher voll leid, wenn die Leute wüssten, dass Gott ein liebevoller Vater ist und dass er dich nicht definiert über das, was du tust oder getan hast und über deine Vergangenheit. Und Leute sagen auch immer so, wie kann ich denn noch zu Gott gehen, weil ich bin so dreckig und schmutzig, ich habe so viel getan, so, er wird doch gar nicht mit mir eine Beziehung haben wollen. Und das ist so schade. Ich würde manchmal den Leuten so wie in den Kopf eintrichtern wollen, so dieses, ey, Gott wünscht dich, glaube ich, nichts Sehnlicheres als so, seine Arme sind so krass offen, so, dass du zu ihm hingehen kannst. Und er liebt dich so krass. Und auch, dass ich nicht besser bin. So. Leute denken immer, oh, du bist so ein guter Christ, Gott liebt dich so sehr. Aber Gott liebt dich genauso. Selbst wenn du dein ganzes Leben lang eigentlich deinen Rücken so zu ihm gekehrt hast und eigentlich dich nicht damit beschäftigt hast. Und ich wünsche einfach, dass Menschen manchmal auch so vor allem diese liebevolle Art und Weise und Seite von Gott kennenlernen würden und auch offen sein würden, so. Genau. Überhaupt ins Gespräch zu gehen, sich damit zu befassen, ja. Also es tut mir auch voll leid, weil ich weiß auch, dass viele Christen ein anderes Bild vermitteln und es regt mich manchmal immer auf. Ich so, wir sind nicht alle so, aber es gibt schon viele Christen, die Gott halt leider darstellen als jemand, der halt so voll judgy ist und so angry, verurteilt ist, so, ne? Und klar, Gott urteilt am Ende, aber also ich merke halt einfach, dass Leute ein falsches Bild sozusagen von Gott haben, beziehungsweise Christen so ein Bild, den halt wie so auch eingetrichtert haben oder gezeigt haben, sodass sie sich einfach von Grund auf schon, die fühlen sich ungeliebt und es ist für die schon klar, nee, auch so, hey, ich kann gar nicht in die Kirche gehen, so, mir hat jemand gesagt, ich könnte so, wie ich bin, niemals in die Kirche gehen, das ist mir nicht erlaubt und es tut mir halt so leid. So, es tut mir so leid für die Leute. Ja, genau. Wo hat es positive Wellen geschlagen? Oder magst du uns erzählen, ob es Begegnungen gab, sobald du über deinen Glauben was mitgeteilt hattest oder offen mit deinem Glauben umgegangen bist? Gibt es Momente, gibt es Nachrichten, gibt es Stories, wo was Positives entstanden ist aus dem, was du für dich als so wichtig erachtest oder erachtet hast? Ich glaube, in allererster Linie habe ich erstmal versucht zu normalisieren, aber so, ich lese halt meine Bibel und das sage ich halt in einem Vlog einfach und ich sage dann auch nichts drum herum. Also es geht mir gar nicht darum, dass ich irgendwie den Leuten sage, du musst an Jesus glauben, ansonsten kommst du in die Hölle oder irgend sowas in der Art, ne? Sondern ich sage Leuten einfach so, hey, ich bin gläubig, so, ich lese meine Bibel fertig, so. Und ich glaube, das finden Leute an sich auch schon krass, so. Und dann glaube ich, ich höre immer so von Leuten auch so die Art und Weise. So, ich bin schon strikt in meinen Werten und meinen Überzeugungen so. Ich gehe keine Kompromisse, auf jeden Fall. Aber ich verurteile Menschen nicht so. Ich stelle mich nicht in die Position, so, so nach dem Motto, wer bin ich? Und so, ich kann Leuten sagen so, hey, also ich glaube, das ist nicht meine Überzeugung. Aber trotzdem irgendwie den Menschen liebevoll begegnen, so auch wie Jesus es tun würde sozusagen und halt nicht herabschauen auf die Menschen. So. Ich will nicht so ein Christ sein, der mit Leuten, also wenn er mit Leuten abhängt, die andere Werte und Sichten haben, dass ich irgendwie denen das Gefühl gibt, die sind weniger wert, weniger geliebt oder ich bin besser, so, weil ich bin nicht besser. Und haben Leute dir das wiedergespiegelt? So, hey, ich teile vielleicht nicht deinen Glauben, aber ich finde es richtig gut. Das ist voll krass. Ich kriege von Muslimen auch voll viel Nachrichten, die sagen so, hä, ich finde es so cool, wie du glaubst. So, ich bin zwar muslimisch, aber ich folge dir trotzdem, weil ich finde es so inspirierend, wie du deinen Glauben verfolgst. Ja, und mega. Ja, also das fand ich richtig, richtig krass. Oder auch viele, die einfach gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Also ich kriege schon viel Feedback. Ich kriege meistens Feedback, was den Glauben angeht, wo die sagen so, hey, die wünschen, ich würde noch mehr sharen und noch mehr sagen so.
Und die gesagt haben, dass sie durch meinen Content schon sozusagen sich Gott näher fühlen. Und das ist auch so voll, ich glaube, mein Ziel. So irgendwann, ich habe mich irgendwann gefragt, okay, was will ich erreichen, auch so mit dem, was ich tue. Wo ich gesagt habe, ich will, dass Menschen wie so meinen Content anschauen und sich danach so Gott näher fühlen. Oder selbst wenn die nicht an Gott glauben, irgendwie so ein positiveres Gefühl haben oder irgendwas so was Warmherziges und Liebevolles. Weil ich auch versuche, so mit den Werten, die ich habe, irgendwo einen Unterschied so zu machen, egal wo ich bin. Auch wenn ich rede ja ziemlich viel so, ja, die Influencer-Welt ist schon echt schwierig und vieles oberflächlich und fake, aber ich will mich da sozusagen von Gott auch gebrauchen lassen, dass ich dort vielleicht einen Unterschied vielleicht machen kann. Und da habe ich auch persönlich Feedback bekommen von ein paar auch Influencern so, die auch immer gesagt haben, so, hey, du strahlst irgendwas aus, was anders ist. Ja, so, I don't know was, aber es ist so positiv. Und manchmal, ich rede auch nicht immer über Gott, ich sage auch mal, oh ja, das ist Gott oder so, ne? Ja, du hast ja keine christlichen genau. Kanäle oder jetzt ausschließlich Content, der jetzt auf Religion abzielt oder so. Ja, und ich bin so, hey, alleine wenn ich einfach so ein bisschen Unterschied auch machen kann mit meinen Werten und meiner Art, dann so, go for it, so. Habe ich auch schon was erreicht. Ja, crazy. Man liebt das, ja. Schiele, was würdest du sagen, mal verbunden mit dem, was du gerade gesagt hast, über Glaube, Bestimmung auch, wo du denkst, wohin du gehen solltest, was deine Richtung betrifft. Was glaubst du, ist deine Mission in diesem Leben? Ich will mit so den Gaben und Talenten, die ich habe, also wie ich davor auch schon gesagt habe, oder versuchen, bestmöglichen positiven Unterschied zu machen, Leuten zu helfen, zu supporten, zu unterstützen, so wo ich kann. So. Also ich lieb's. Manchmal ist das, glaube ich, auch ungesund, so, also das Maß, was es annimmt, aber ich lieb's, Menschen halt zu helfen, zu supporten, zu unterstützen und unter die Arme zu greifen. Und ansonsten halt, ja, was ich gesagt habe, wenn Menschen mit mir abhängen, dass sie danach so das Gefühl haben, dass sie so Gott näher sind. Ja. Genau. Und das kriege ich zum Beispiel auch nur hin, wenn ich selber nah an Gott bin. So, ne? Wenn ich merke, so wenn ich selber nicht, also Gott ist wie so meine Quelle, wenn ich nicht an der Quelle angezapft bin und selber leer bin, dann kann ich meistens auch nicht so viel geben. Deswegen ist es mir immer wichtig, dass ich nah an der Quelle sozusagen bin. Und von dem, so was Gott mir auch gibt, einfach also so viel es geht, weiterzugeben. Und Menschen, so gut es geht, zu lieben. So, ja. Okay, wow, stark. Denkst du, es wird immer in der Art und Weise weitergeführt und sein, wie du gerade dein Content kreierst und teilst? Oder hast du da wilde Ideen, Gedanken, Träume an dieser Stelle? Also ich muss sagen, ich frage mich das richtig oft. Ich weiß nicht, ob ich mich so, was heißt ja forever so, also sowieso nicht forever, aber ob ich mich ganz, ganz lange so sehe in diesem Social-Media-Ding, weil ich auch nicht weiß, so, ob Gott das will, so, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht, who knows, werde ich gecancelt, weil ich was gemacht habe, keine Ahnung, so was passieren kann. Ist ja eh immer nicht so so safe alles. Ich kann mir auch voll vorstellen und hätte auch voll Lust, noch andere Sachen zu machen. Manchmal denke ich mir so, nicht, weil ich vielleicht abhängig oder so bin von dem Geld, aber manchmal denke ich mir so, vielleicht sollte ich in so einen Bürojob einfach machen oder sollte ich in einem Café kellnern, weil ich einfach irgendwie ein bisschen auch in so ein anderes Umfeld kommen will und das so kennenlernen will und einfach in so ein anderes Setting und auch schauen, so wie ich da neue Seiten entdecke und aufführen kann oder einen Unterschied machen kann. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich immer so, wie ich gerade bin, vielleicht irgendwie meine Werte und was auch immer so in mir sprudelt, weitergeben kann. Aber also aktuell, glaube ich, mache ich das auf jeden Fall schon noch so bestmöglich. Aber ich schaue schon gerade, vor allem, wenn ich mein Studium fertig habe, bin ich gerade ziemlich viel am Schauen, okay, was will ich da machen? Weil ich schon nebenbei irgendwas noch machen will, so irgendwas Eigenes. Ob es eine eigene Brand ist oder ich habe auch überlegt, ein eigenes Restaurant oder ein eigenes Café zu öffnen. Hey, bitte. Ich habe so Lust, irgendwie, ich bin so kreativ geworden die letzten Jahre und ich habe auf alles Lust, so, ne? Habe nicht die Ressourcen, aber ich habe auf alles Lust. Und ja, also kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass ich irgendwann in anderen Bereichen oder auch voll viel off-camera so versuche, irgendwie Menschen zu lieben, Unterschied zu machen und positiv zu prägen. Ja, ich glaube, da ist ja noch so viel zu entdecken. Ich meine, du bist schon 21, nicht erst, schon 21. Und ich glaube, du stehst ja noch ganz, ganz am Anfang von, ich sag mal, deinem beruflichen Weg, was alles noch entdeckt, erobert werden kann und erlebt werden kann. Von daher denke ich, muss man noch gar keine feste
Antwort auf diese Frage jetzt schon formuliert haben, sondern du bist im Entdecken. Es ist ein Abenteuer weiterhin und es wird es auch lange danach noch sein. Aber voll interessant zu hören. Also ich bin wirklich gespannt, was da noch kommt. Wer weiß, was du in 1, 2, 3 Jahren noch tust, was noch dazu kommt und was sich so alles verändert. Aber ich bin mir sicher, es wird gut sein. Und so wie ich dich kenne und das, was du vorhin gesagt hattest an Werten und was dir wichtig ist und deine Agenda, die du so reinhalten möchtest wie möglich. Ich glaube, wenn das die Richtung ist, die du vorgibst und die du einschlägst, dann spielt es fast keine Rolle, sage ich mal, wie genau sich das ausdrückt. Aber genau, wir können uns gewiss sein, denke ich, dass du Mehrwert kreieren wirst für diese Generation. Okay, eine andere Frage. Du hattest geschmunzelt, als ich dir das geschickt hatte, aber Kendrick Lamar hat in seinem Song Die Hard eine Line, da singt er oder da rappt, I hope I'm not too late to set my demons straight. Meine ich gar nicht jetzt im religiösen Sinne, sondern so, was ist eine Dark Side, mit der du gerade am Kämpfen bist und wie gehst du damit um? Wie sehr hat dich das geprägt und wie sehr willst du, dass es dich nicht mehr prägt oder ich meine, ganz oft ist es so, dass es Teil unseres Lebens wahrscheinlich für sehr lange bleiben wird, aber man lernt mit dieser Dark Side von einem selbst umzugehen. Was wäre deine? Ich habe viele Dinge, die mich so selbst, also viele so ein paar einzelne kleine Dinge, so die mich seit Jahren begleiten, so zum Beispiel, ich zähle jetzt einfach ein paar auf, so ich bin sehr hochsensibel so, das ist manchmal ein Segen, manchmal, ich sag nicht Fluch, es ist manchmal belastend und dann so, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe ein bisschen so ein Helfersyndrom und bin voll der People-Pleaser. Mir fällt es richtig schwer, so Grenzen zu setzen, so meine eigenen Grenzen, auch Grenzen für andere Menschen. Und lass halt meistens andere Menschen voll so meine Grenzen, die eigentlich verstehen sollten, halt überspringen so. Nur für mich halt mehr einzustehen. Und ja, also ich glaube, irgendwo hängt das alles auch ein bisschen mit auf jeden Fall so zusammen. So dieses, okay, ich will Menschen gefallen, ich will denen nicht Nein sagen oder ich kann nicht Nein sagen. Und ich muss lernen zu kommunizieren und meine Grenzen zu setzen. Und meine Grenzen sind wichtig, sind okay und ich muss das oder ich darf das respektieren und so all die Sachen. Das ist auf jeden Fall, womit ich richtig krass kämpfe und auch voll viel Zeit frisst, weil ich so viele Dinge mache, also die ich auch nicht machen will. Aber seit ich aus der Schule raus bin, viel besser geworden. So in der Schulzeit war es richtig schlimm. Aber ansonsten, eigentlich bin ich meistens, wie glaube ich bei den meisten Menschen, also so meine Gedankenwelt ist so manchmal das größte Hindernis zu sagen. So gar nicht andere Menschen so. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe echt gute Menschen um mich herum, die mich pushen. Aber manchmal ist es ist es mir so egal, wie viele Leute mir sagen, oh, du bist so toll. Wenn in meinem Kopf das nicht so ist, dann ist es sozusagen in meiner Welt nicht so. Und ich stehe mir meistens einfach selber im Weg. Und regt mich am Ende des Tages, ich suche auch nie, was heißt ja nie, okay, das ist jetzt gelogen, aber nicht so oft die Schuld bei anderen Menschen so, beziehungsweise, okay, im ersten Moment denke ich mir so, oh, das war nicht cool, aber im zweiten Moment, ich weiß, ich kann Menschen nicht verändern und ich habe keinen Einfluss drauf. Es war wie auch bei meinen Eltern, irgendwann bin ich an den Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, du kannst deine Eltern nicht verändern. Das Einzige, was ich ändern kann, ist halt bei mir, in meinem Kopf. Und die Veränderung startet gewöhnlicherweise mit einem selbst, ja. Yes, und das war der Punkt, wo ich dann irgendwie auch gemerkt habe, okay, ja, also wo ich einfach an mir gearbeitet habe und geschaut habe, okay, wie kann ich das versuchen, bestmöglich irgendwie auch so für mich zu machen und halt unabhängig so zu sein von anderen Menschen, weil ich war immer so abhängig von anderen Menschen so. Und das hat mich richtig belastet und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich muss mich da jetzt verändern und bei mir anfangen. Und ich bin da immer noch voll im Prozess. Bin, glaube ich, auch schon voll krass Schritte gegangen. Das muss ich schon sagen, so. Bin schon klopfen, so. Let's go. So, ja. Aber also es ist noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sage, so, hey, ja, ich kann voll gut Grenzen setzen und Leuten ehrlich meine Meinung sagen, so. Aber es kommt. Ich glaube, ist ein Prozess. Ja, wir sind allgemein, glaube ich, manchmal zu hart zu uns selber. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist ein Prozess. Was ich gelernt habe, ist, dass am Ende des Tages jeder seine Persönlichkeit eben hat.
und die Traits, die dazugehören, die Schwächen, die Stärken, die dazugehören, die wirst du in dem Sinne nicht los, sondern ich glaube, wir dürfen und sollten lernen, nur damit umzugehen. Ne? Also Sachen zu verstärken oder eben doch in Grenzen zu halten. Und ich glaube, das nennt man am Ende des Tages Reife. Es geht nicht darum zu sagen, okay, ich werde von einer Person, die sehr gerne Menschen hilft, zu einer Person, die niemand mehr hilft und die nur noch sich selbst vor Augen hat. Ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg und das kannst du auch gar nicht bei dir verändern. Aber was du verändern kannst, ist eben doch Grenzen zu setzen, ne? In der Art und Weise, wie du Menschen hilfst, in deiner Persönlichkeit, die dir gegeben worden ist, mit deiner Sensibilität und so weiter, eben etwas reifer, reflektierter und mit einer gewissen Struktur damit umzugehen, mit dir selbst und mit anderen. Und das am Ende des Tages wird ein lebenslanger Prozess sein, ein Learning, bis wir nicht mehr da sind. Und aber genial zu hören, dass du mittendrin bist, bewusst in dieser Journey und am Wachsen, am Reflektieren und am Aussortieren wahrscheinlich. Von daher, head-ups to you. Also, it's good. It's good. Hast du noch eine Frage bezüglich The Art of Being Human, Kunst des Menschseins? Du hast ganz viel von den unterschiedlichsten Bereichen deines Lebens erzählt. Aber hast du, also muss jetzt nicht unbedingt an mich gerichtet sein, kannst du gerne auch machen, aber hast du eine Frage, die dir noch irgendwie vorschwebt in dieser Thematik? Wo du sagst, boah, das würde ich gerne in ein paar Jahren mehr entdecken für mich selbst oder wie auch immer. Muss kurz überlegen. Also das Erste, was mir jetzt so ein bisschen einfällt. Ich finde es immer voll spannend und das ist für mich, glaube ich, noch nicht so nahbar, aber wie Menschen irgendwo, ich sag mal, selbstbewusst sein können, so in ihrer Identität, in ihren Grenzen, aber nicht stolz und überheblich werden. So, keine Ahnung, weil, also ich muss sagen, entweder ich kenne Menschen, die stolz sind, so, und dann denke ich mir so, okay, wow, oder ich kenne Menschen, die halt meistens irgendwo irgendwie Minderwert haben. Aber so, ich frage mich selber immer, okay, wie kann ich gesund irgendwie selbstbewusst sein in meiner Identität, aber ohne diese, weil ich habe voll viel Angst, glaube ich. Manchmal ich habe richtig oft Angst, dass ich einfach irgendwie stolz oder eingebildet, arrogant, was auch immer werde, so. Und deswegen, ich habe ganz viel falsche Demut in mir, glaube ich. Richtig viel falsche Demut. Was ist falsche Demut? Ja. Erklär das gerne. So, ich will immer so demütig sein, so. Ich habe Angst, zu viel auch so von mir zu halten, aber ich neige dann dazu, mich richtig runterzumachen, nur damit ich humble und demütig bin. Aber ich rede mich runter, ich mache mich runter, auch bei Dingen, wo ich eigentlich weiß, es stimmt nicht so. So, ich habe dir ja auch erzählt, ich bin voll nervös, so spontan ins Mikro zu reden und irgendwie zu performen und irgendwas irgendwie. Aber ich weiß auch eigentlich jedes Mal, wenn ich es mache, es gab jetzt noch nie so einen Fail, wo ich dann irgendwie da saß und dann nichts rausgekommen ist, wo ich einfach auch automatisch immer sage, oh, ich kann das nicht. Ich sage immer, ich kann das nicht. Ich spreche das über gefühlt alles aus. Ja. Auch wenn ich weiß, ich kann das. Ich war diejenige in der Schule, die gesagt hat, oh, ich habe bestimmt eine 5 und dann hatte ich irgendwie eine 1 oder eine 2. Ne? Ich verstehe, oh nein, warum diese Schülerinnen, okay. Ich verstehe, warum man diese Leute nicht mag. Aber ich war so eine von denen. Aber einfach, weil ich immer versucht habe, so nicht zu viel von mir zu denken, weil ich hatte immer Angst, dass ich halt stolz werde. Ja. So. Aber ja, so falsche, ungesunde Demut ist, glaube ich, auch nicht gut. Sondern ich will einfach gesund wissen, wer ich bin, wo ich stehe, was ich kann, was ich nicht kann. Ich meine, es ist auch voll gut, einfach sagen zu können, hey, ich kann das nicht so, ne? Ja. Und ja, das ist so, was ich noch outfigure. Das wäre die Kunst. Ja, das wäre die Kunst. Okay. Ich würde gerne eine letzte Frage dir noch stellen. Und zwar kommt die nicht von mir, sondern von der ABH-Community. Und sie gehört zu der Tradition, die ich gerne etablieren möchte. Und zwar wird es immer eine Frage geben von dem vorherigen Gast an dich, diesmal eben von der Community, weil du die allererste bist. Genau, von daher, das wäre unsere Abschlussfrage. Und zwar, was würdest du deinem früheren Ich sagen? Boah, ich habe mich das, glaube ich, schon Millionen Mal gefragt. Man hört diese Frage ja irgendwo immer ja, schon so, ne? Ich glaube, dass ich einfach mal ein bisschen hier so chillen sollte. Ich weiß nicht warum, aber ich bin immer so stressed out. Voll unnötig. Das ist ein guter Tipp. Und das klingt auch so simpel, aber ich glaube echt, dass ich einfach mal mehr lernen muss zu chillen, beziehungsweise, dass es okay ist zu failen. So, ich glaube, ich habe so hohe Erwartungen an mich und so viel, ich mache mir selber so viel Druck. Ich glaube, es hätte mir
in den ein oder anderen Situation geholfen, wenn ich einfach mal mehr gechillt hätte. Ich sage das jetzt aber so einfach. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich gemacht, ne, wenn es für mich einfach gewesen wäre. Aber dass es einfach okay ist, wenn es auch mal nicht klappt. Und dass ich dann einfach mich auch mal hinsetze und mir überlege, okay, wie kann ich es vielleicht anders machen oder vielleicht erstmal nicht. So, ich muss immer alles sofort machen. Und ja, es hat mich schon richtig oft belastet. So, ich habe immer Leute bewundert, die auch spontan waren, weil ich das irgendwie nie konnte. Und ja, ich wünschte, ich hätte da einfach mal ein bisschen früher angefangen, auch so zu lernen, einfach zu chillen, Ruhe zu haben, durchzuatmen, neu durchzustarten, wenn es sein muss. Und dann halt, dass es okay ist, nochmal neu durchzustarten. Und dass es nicht bedeutet, dass ich gefailt habe oder dass ich ein Fail bin oder irgendwas in der Art. Ja. Wow. Schiele, hey, vielen, vielen Dank. I think it's a wrap. Sagt man das so? Ja, ich glaube. It's a wrap, ja, ne? Fotoshooting. ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine Ehre. Es war extrem interessant. Und ich glaube, hoffentlich eine Seite, die du bisher noch nicht so zeigen konntest oder gezeigt hast und wo Leute dich zum allerersten Mal von der Perspektive kennenlernen. Genial, merci beaucoup. Danke, dass ich da sein durfte. Yes. Cool. Zum Abschluss, kleines Shoutout noch an die Jungs, die mir hier helfen, an Joni für die geile Location und das Setup hier, an Puck, my magic cameraman, und an Aaron, der den Sound regelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen, vielen Dank, Jungs. Ich habe euch lieb und bin euch super dankbar. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Von daher, Shoutout an meine Münchner Gang hier. Cool, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die erste Folge ist im Kasten. Und was sagt man denn noch so? Hinterlasst eine Subscription, ne? Folgen, liken, abonnieren, all das, was dazu gehört. Und gerne bewerten, gerne euer Feedback schicken und mir sagen, was euch gut gefallen hat, wo ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt. Also ich bin sehr, sehr offen. Wir sind inmitten der Humble Beginnings. Von daher vieles, was ich, glaube ich, noch mit fördern und entwickeln darf mit der Zeit. Yes, also vielen Dank fürs Zuhören. Weiß ich sehr zu schätzen und bis zum nächsten Mal. Bye.